Ich möchte Ihnen 2, 3 Minuten lang, vielleicht werden es sogar 4, einige Forschungsergebnisse zur Einschätzung von Kompetenzen sagen. Dazu ist es wichtig, dass Sie einen kurzen Überblick dazu haben, wie Psychologinnen und Psychologen, wenn die sowas wissenschaftlich machen, überhaupt die Treffsicherheit von verschiedenen Vorhersagen vergleichen. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie haben eine Menge von Vorhersagen und Sie haben eine Menge von dazu passenden Berufserfolgen und Personen, die dazu gehören. Da hat der Peter Müller beispielsweise eine besonders hohe Vorhersage, die Cornelia Weber eine bisschen geringere und beide haben einen bestimmten Berufserfolg. Und jetzt ist die interessante Frage immer, wie reihen sich diese Vorhersagemuster, diese Punktwolken auf? Das kann sich einmal ganz ideal aufreihen. Das kann alles so schön wie die Hühner auf der Stange hier einer Linie entlang folgen. Das heißt, Sie können, wenn Sie den Vorhersageerfolg kennen, können Sie den späteren Berufserfolg sehr, sehr genau und fehlerfrei vorhersagen. Sie wissen zum Beispiel, der Erkan Ertuğrul ist besser als der Bernhard Baltes und zwar sowohl in der Vorhersage als auch im Berufserfolg. Und das ist eine Sicherheit, die es leider in der Praxis nicht gibt. Denn solche Vorhersagemodelle in dieser Genauigkeit, solche Methoden gibt es nicht. Auch wenn viele Personen davon ausgehen, ich spreche mal mit dem oder der, dann weiß ich schon, wie gut er ist. In der Praxis, wenn man sich das wirklich anguckt, wie die tatsächliche spätere Bewährung ist, passiert das nicht. Die Praxis sieht allerdings auch selten so ungünstig aus wie hier, dass Sie praktisch keinerlei Zusammenhang zwischen der Vorhersage und dem Berufserfolg haben. In der Praxis sieht das Ganze so aus, dass Sie sich in der Mitte bewegen. Sie haben eine Form von elliptischem Zusammenhang. Sie sehen sozusagen, es ist wahrscheinlicher, wenn jemand eine gute Vorhersage hatte, dass jemand auch einen hohen Berufserfolg später sagen wird. Und diese Wahrscheinlichkeit, die Enge dieser Ellipse, ist das eigentlich Spannende. Wie gut sagt Ihnen der Vorhersagewert, was jemand später leisten wird? Zum Prinzip der Darstellung möchte ich Ihnen ein paar Sachen zeigen. Sie können sich vorstellen, ein Zusammenhang von R gleich 0 heißt in diesem Fall, es gibt keinen Zusammenhang, Sie sind in Kreisnähe unterwegs. Je näher Sie in Richtung R gleich 1 kommen, desto besser wird der Zusammenhang, desto genauer wird die Vorhersage. Und Sie können jetzt Vorhersagen, sogenannte Validitäten, Vorhersagegenauigkeiten vergleichen. Und jetzt kann man sich mal verschiedene Auswahlmethoden angucken. Damit Sie eine Größenordnung der Nummern, die da herauskommen, bekommen, habe ich Ihnen mal so typische medizinische Regeln, die wir alle gut kennen, hier noch mit aufgeplottet. Also wenige von Ihnen werden daran zweifeln, dass Rauchen ungesund ist. Der Zusammenhang, also die Vorhersagegenauigkeit, ist trotzdem erstaunlich gering dafür, wie stark wir unsere Welt um diese Regel herum systematisieren. Und auch dieses Thema, dass Blutdrucksenker im Endeffekt den Schlaganfall verhindern, hat auch einen relativ geringen Zusammenhang. Wenn Sie sich jetzt mal angucken, ich gucke mir auf der einen Seite beispielsweise die Berufserfahrung einer Person in Jahren an, die ich aus dem Lebenslauf angucken kann. Wie hoch ist denn der Zusammenhang mit dem späteren Berufserfolg? Dann sehen Sie, der Zusammenhang ist geringer als der zum Beispiel beim Assessment Center. Sie sehen auch, dass das Interview einen sehr, sehr hohen Vorhersagewert hat im Vergleich zum Assessment Center. Wenn Sie sich mal die Aufwände angucken, die das Ganze bedeutet, kommen Sie mit dem strukturierten Interview erstaunlich gut weg. Interessant ist aber auch, dass der kognitive Leistungstest unter den untersuchten Dingen die höchste Vorhersagegenauigkeit hat. Und insbesondere dann, wenn Sie den kognitiven Leistungstest mit einem Interview kombinieren, und das können Sie auch sehr, sehr gut übers Videoformat im Moment machen, haben Sie den höchsten und den genauesten Vorhersagewert. Und das ist wunderbar, weil Sie damit im Grunde genommen sehr kurze Interviews online machen können. Der persönliche Faktor ist drin. Sie können sich gleichzeitig angucken, wie sieht die kognitive Leistungsfähigkeit der Personen aus. Bei kognitiver Leistungsfähigkeit fragt man sich natürlich immer, wozu ist denn das eigentlich wichtig? Das, was ich Ihnen jetzt hier gezeigt habe, ist sozusagen ein Beispiel. Was ich Ihnen damit sagen wollte, ist, die kognitive Leistungsfähigkeit ist so eine Art von Schweizer Taschenmesser. Damit kann man eigentlich alles machen oder sehr, sehr vieles machen. Und das ist auch der Grund, weshalb die Vorhersagegenauigkeit über verschiedenste Anwendungsbereiche so extrem hoch ist. Man kann das Ganze auch ein bisschen praktikabler machen und kann sich weitere Studien angucken, die Ihnen zeigen, dass die Vorhersagegenauigkeit der kognitiven Leistungsfähigkeit umso höher ist, je komplexer der Job ist, um den es geht. Eigentlich nicht weiter überraschend. Sie können auch sehen, dass, wenn es um Weiterlernen und Weiterentwicklung geht, auch dort das Komplexitätsthema eine Rolle spielt. Das heißt, Sie können, wenn es um eine extrem komplexe Weiterentwicklung geht, können Sie von einer hohen kognitiven Leistungsfähigkeit viel profitieren. Aber das Interessante ist auch, es ist nicht unbedingt so, dass jeder irgendwie genial oder ganz besonders toll sein muss, um auf dieser Welt einen fantastischen Platz im Berufserfolg zu finden.
Denn für ganz einfache Jobs funktioniert das Ganze auch. Wir können dann Wissen, Arbeitshaltung und Persönlichkeit als Messung noch dazu nehmen. Und dazu gibt es auch noch eine interessante Studie. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie haben einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin oder eine Gruppe von Mitarbeiterinnen, die testen Sie zu Beginn, wo Sie diese Person eingestellt haben. Dann legen Sie die Testergebnisse weg, ohne drauf zu gucken, und gucken sich jetzt nach einem Jahr, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren, die Sie die Mitarbeiterin kennen, diese Ergebnisse an und sagen dann, wie Sie diese Person beurteilen. Und dann gucken Sie sich den Zusammenhang zu dem Testergebnis vom Anfang an, ohne dass Sie es kennen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Sowas kann man als Studie nur im Wissenschaftsbereich machen. Wunderschöne Sache. Und der Zusammenhang bewegt sich auf einer unheimlich interessanten Muster, denn man sieht, ganz am Anfang gibt es kaum eine Übereinstimmung zwischen dem Testergebnis und dem ersten Eindruck im Bewerbungsverfahren. Das heißt, das Testverfahren sieht Dinge, die Sie im Bewerbungsverfahren nicht sehen. Die haben wenig miteinander zu tun. Das ist in dem Fall aber positiv, weil auf lange Sicht sieht dann oder hat dann der Test diejenige Dinge gesehen, die Ihre HR-Kolleginnen und Kollegen vielleicht im ersten Schritt nicht sehen konnten, aus vielerlei Gründen. Sie haben also praktisch eine Art von Potentialdetektor. Wichtig ist es aber, dass Sie diesen Potentialdetektor mit dem persönlichen Kontakt kombinieren. Denn das Bauchgefühl, was Sie alle haben, ist ein fantastischer Detektor dafür, wie sympathisch jemand Ihnen ist. Das Testverfahren ist wunderbar, um zu sehen, wo liegen eigentlich spätere Potenziale, die Sie am Anfang nicht sehen können.